Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Puraska Digilog. Heute sprechen wir über das neue Gleisbildstellpult. Mehr dazu nach der Intro. Bis gleich. Hallo, ich bin der Serge. Also, Gleisbildstellpult. Ein bisschen was habt ihr ja jetzt schon in der Intro gesehen, das alte Gleisbildstellpult. Dann würde ich sagen, machen wir nicht allzu viele Worte, sondern schauen wir gleich mal rein, wie das neue Gleisbildstellpult aussehen soll und was noch alles so dazugehört. Also so sieht das alte Stellpult aus oder sah so aus. Wenn man das Innenleben anschaut, naja, ein heilloses Durcheinander. Aber wie sagt man doch so schön, AEK, aus Erfahrung klüger. Also schauen wir mal, wie wir das für das neue Stellpult verbessern können. Aber bevor die Erfahrungswerte angewendet werden können, muss natürlich alles Schritt für Schritt abgebaut werden. Die ganzen Kabel müssen ausgeschraubt werden, die ganzen Schalter und natürlich zum Schluss auch noch die LED-Fassungen. So, das ist der Überrest vom alten Stellpult. Hat was von der Mondlandschaft. Und jetzt drehe ich alle Fassungen nach und nach raus und setze sie in das neue Stellpult ein. Also man kann ja seinen Samstagnachmittag auf verschiedene Arten verbringen. Das hier ist nicht meine bevorzugte Variante. So, der Kasten für das Stellpult ist gebaut. Jetzt wartet er darauf, dass er aufgefüllt wird. Also zum einen habe ich hier meine Box, die kommt dann hier hin. Ja, und dann versuche ich meine ganzen Schalter vom alten Stellpult auf das neue zu übertragen. Geizig wie ich bin, versuche ich so wenig Kabel wie möglich zu zerschneiden, damit die Kette bestehen bleibt. Und natürlich ist das Stellpult, das neue, ein bisschen größer, also bin ich hier am Puzzeln, aber na, sehen wir mal. Ja, und wenn man ein bisschen viel Kraft anwendet beim Einschrauben, dann weiß man ja plötzlich, wie so ein Schalter von innen aussieht. Nämlich so. Und da. Und das hier kommt auch noch rein. Na super. Das war's dann. Mit wenig Kabel zerschneiden. So, und zu guter Letzt habe ich es doch noch geschafft. Die Schalter sind jetzt drin und ich habe wieder ein wunderschönes Kabelwirrwarr mit meinen Schaltern und meinen Kabeln. Und die Käbelchen, die warten jetzt darauf, dass sie ein neues Zuhause finden. Gesagt, getan. Die ganzen Litzen haben jetzt ein neues Zuhause gefunden und warten darauf, dass sie ihre Arbeit verrichten können. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe die Box verschieben müssen, weil nämlich leider ist mir das Ding mit einem Schalter in die Quere gekommen und somit musste ich ein freies Plätzchen finden, wo kein Schalter von oben runterschaut. Übrigens, die Box
Ihr erinnert euch an den Testkreis. Die Box ist so angeschlossen, dass ich die jeweils rausnehmen kann und dann den Testkreis anschließen kann. Und dann wieder hier rein. Fertig. Und dann habe ich dieses Ding hier eingebaut. Ihr müsst verzeihen, ich weiß leider nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das ist eine CDU, eine Capacitor Discharge Unit. Was das Ding macht, ist, es wird an den Trafo angeschlossen. Wechselstrom kommt rein, geht rein in die Unit. Gleichstrom kommt raus. Und dann geht es an die Schalter und hilft mir dann, die Weichen zu stellen. Dann habt ihr noch gesehen, ich habe hier schon ein paar Drähte angeschlossen, damit ich die Schalter auch testen kann, wenn die ersten 2 Weichen angeschlossen sind. Ich habe jeweils beim letzten Schalter den Draht angeschlossen, weil wenn der funktioniert, dann sollte ja die Verbindung von der CDU her auch klappen. Gut, dann machen wir uns jetzt mal an die Verkabelung der Weichen. Ja, und um die Weichen anzuschließen, müssen wir wieder in den Untergrund. Legen wir los. So, dann fangen wir mal an. Ich benutze die Vago-Klemmen. Das hat bestens funktioniert und wird auch weiterhin bestens funktionieren. Yeah, die erste ist gesetzt, hurra! Und dann nehme ich doppelseitiges Klebeband. Und dann wird eine nach der anderen festgeklebt. Das habe ich schon beim letzten Mal so gemacht, das funktioniert prima. Das Zeug hält. Erste ist gesetzt. So, dann kommt jetzt also der berühmte Bremsbaustein dran. Dann habe ich auch mit ein bisschen Doppelklebeband festgemacht. Erstens schützt das die Unterseite und zweitens hilft es mir beim Einschrauben. Jetzt sind also die ersten 2 Schienen angeschlossen, samt den dazugehörigen Bremsbausteinen. Und die Kabel von den Weichen, die werden jetzt auch noch durchgezogen. Und das Ganze sieht dann so aus. Von den Weichen gehen die Kabel weg, gehen durch den Irrgarten. So langsam aber sicher finden sie sich dann im Ausgang wieder. So, die wichtigsten Kabel sind jetzt angeschlossen, zumindest für den unteren Teil des ersten Segmentes. Das zweite Segment, naja, das harrt noch darauf, in Gebrauch genommen zu werden. Und wie ihr ja wisst oder schon erahnen konntet, bei mir muss alles irgendwie so ausgelegt sein, dass es entweder platzsparend ist oder aber auch für einen Umzug reicht. Deswegen benutze ich für die Verbindung diese Stecker hier. Und naja, also, dann werden die jetzt mal angeschlossen und dann schauen wir, was passiert. Und jetzt geht's los. Tack, 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 tack. Tja, was soll ich sagen? Freude herrscht. Und ihr werdet auch Zeugen der Jungfernfahrt
auf der neuen Poraska Dialog. Tja, also das mit der Jungfernfahrt, eine Atlantiküberquerung war es ja nicht gerade, aber immerhin schön, dass es funktioniert. Und ja, jetzt geht es an den Einbau der LEDs und natürlich muss ich das Ganze auch auf Segment 2 wiederholen. Und dann geht es so langsam aber sicher in die Höhe. Wann das genau sein wird, weiß ich noch nicht so genau, weil wir bekommen auch noch Besuch und ja, das dauert alles noch mit dem zweiten Segment. Ich will euch da nicht langweilen mit einer Wiederholung. Also wenn ihr wissen wollt, wann es weitergeht und wie es weitergeht, dann lasst mir ein Abo da, würde mich freuen. Und vor allen Dingen freue ich mich über jeden Kommentar von euch. Und tja, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund.